Und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben wieder eingekauft und zwar denke ich, dass wir ein bisschen übertrieben haben. Übrigens, es ist schon spät nachts. Rita hat gerade Bauer sucht Frau geschaut und wir haben uns jetzt entschieden, aus taktischen Gründen nochmal ein kleines Video für euch aufzunehmen. Hintergrund ist, dass wir in letzter Zeit sehr viel Lego gebaut haben. Wir geben das mal auf die Seite. Ich glaube, das sind 17 Kilo. Und wir jetzt wieder Steine gebraucht haben zum Bauen und es ist gerade Teezeit. Herzlich willkommen bei uns. Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, auch wenn es euch vielleicht interessiert, wie es Rita so geht, wir haben für sowas jetzt keine Zeit. Es werden jetzt Teile angeschaut und es werden tolle Teile angeschaut. Und wir dürfen euch präsentieren Teile für Wild City. Ihr habt ja gesehen, wir haben am Berg gebaut, wir haben bei der U-Bahn gebaut und so weiter. Wir haben den lieben Kurt wieder kontaktiert. Lieber Kurt, vielen Dank. Er hat uns ein Set zusammengestellt, was seinesgleichen sucht. Es sind ein paar sehr, sehr große Positionen dabei, fast schon ein bisschen zu große Positionen, weil Rita ja große Dinge gewohnt ist. Und wir haben hier also, ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich das mal in die Kamera halten darf, ein ganzes Säckchen mit hell- und dunkelgrauen Slopes in der Höhe 2 bzw. 3. Das sind, wie gesagt, tolle Teile drinnen, die wir für die Berge und andere diverse Erhöhungen brauchen. Haben wir sehr gerne. Sind sogar ein paar Zweierhöhen dabei. Sieht nach viel aus, aber ich glaube, die werden schnell weg sein, fürchte ich. Und das ist der Grund, warum wir jetzt so viel genommen haben. Wir kaufen jedes Mal eine ganze Menge Teile und am Ende des Tages sind die Steine dann weg und es ist irgendwie nicht viel passiert. Das heißt, da ist nicht viel passiert. Sieht nach nicht viel aus. Ja. Bei uns passiert doch immer viel. Du darfst gern die nächste Position in die Kamera halten, bitteschön. Sind wunderbar. Teile dabei, die Rita besonders interessiert, also die Creme de la Creme, aber das Highlight kommt noch. Heute meine Freundin bei mir und Christoph war so voll, ja, so toll und wir haben so tolle Teile bestellt und bla bla. Und sie so, ja gut, zeig mal. Und ja, gibt die Sackerl raus und sie so, okay. Also die war auch nicht ganz so begeistert. Also es liegt nicht nur an mir. Es ist schon normal, dass man sich so verhält. Ja, viele grüne Platten in allen möglichen Varianten. Genau, hier sind solche und sowas in die Richtung irgendwie zusammengebaut. Wildes Durcheinander, aber passt ja eh ganz gut. Das ist das Grundgerüst von Wild City, meine lieben Freunde. Die Steine sind jetzt vielleicht nicht so spektakulär wie Figuren oder wie anderes Krimskrams, aber das sind übrigens auch grüne Bricks, ein ganzes Säckchen, ich denke ungefähr fast 1 Kilo. Ja, sogar teilweise geklebte und bedruckte Teile dabei. Wir haben dem lieben Kurt gesagt, wir brauchen grüne Steine und er hat uns hier ein ganzes Sammelsurium zusammengestellt. Wie gesagt, also ich glaube, ihr seht es, sind diverse Bricks, 2x4, 2x2, 1x6, 1x4 und so weiter, die wir für unseren Berg brauchen. Denn das sind Steine, die gehen uns dauernd aus und da brauchen wir was. Und der liebe Kurt hat uns die besorgt und jetzt haben wir sie hier und Rita ist nicht begeistert, aber ich bin es. Und ihr seid es bestimmt auch. Schauen wir mal, ob wir nicht was da haben, wo Rita vielleicht ein bisschen begeisterter sein wird. Ich zeige das noch in die Kamera, Rita, und dann habe ich, glaube ich, was für dich, wo du staunen wirst. Ah. Ja, hier sind sie. Wir haben Platten. Wunderbare Platten. Also das ist ein Haul, der wirklich legendär sein wird, liebe Freunde, wenn wir mal zurückdenken in den nächsten Jahren. Was war der beste Haul der Geschichte? Ich glaube, es war das hier. Dunkelgrüne Platten. Also ein Traum. Ja, man muss es nur verkaufen können. Diese 16x16er Platten sind auch immer seltener, kann man aktuell oder jedenfalls zum Zeitpunkt, wo wir dieses Video hier aufnehmen, nicht bei Lego bestellen und wir haben aber dort welche bekommen. Für was Gescheites nehmen, wie zum Beispiel Figuren draufzustellen. Du kannst währenddessen noch ein paar andere Sachen machen. Dann haben wir auch, und die Positionen werden jetzt immer größer und gigantischer, liebe Freunde, also es ist der absolute Wahnsinn. Seht euch mal das an, fast 2 Kilo dunkelgraue Bricks. Und zwar wirklich die Creme de la Creme, 2x4, 1x4, 2x2, alles ist dabei, hellgrau und dunkelgrau.
sehr viele verschiedene und genau so eine Mischung brauchen wir für unseren großen Berg. Da haben wir jetzt längere Zeit nicht weiterarbeiten können, weil uns eben die Steine gefehlt haben. Jetzt geht es wieder los. Ich glaube, mit dem werden wir ganz schön weit kommen. Da können wir auch dann die Innenseite des Berges ein bisschen verzieren. Da wollen wir ja so eine klare Kante machen, dass das so aussieht, als würde der Berg in der Mitte auseinandergeschnitten sein. Ihr habt uns da auch sehr viele Vorschläge geschickt. Da werden wir noch schauen, was sich da umsetzen lässt. Vielleicht irgendwie eine kleine Goldmine rein oder irgendwie ein Bergwerk oder irgendein, keine Ahnung, Spider-Man, Batman-Versteck oder sowas, keine Ahnung. Aber die Steine, die sind ganz, ganz wichtig für Wild City, auch wenn Rita sie nicht mag und sie jetzt nach nicht viel aussehen. Die werden einen großen Unterschied machen, das verspreche ich euch. Ja, und jetzt haben wir auch nützlich, einen Nutzen gefunden für unsere grünen Platten, nämlich um endlich mal das Beste von diesem Haul quasi zu zeigen, nämlich die Figuren. Und da haben wir ein paar Indianer mit Federn auf dem Kopf, beziehungsweise extrem prächtigen Federschmuck, auch wie ihr es hier seht bei diesen vielleicht Häuptlingen. Dann haben wir auch noch ein Pferdchen mit dazu genommen. Und nämlich nicht irgendein Pferdchen, sondern eins mit einer richtig coolen Bedruckung. Also richtig cool. Das schönste Pferdchen, was ich jemals gesehen habe. Die kommen übrigens alle, glaube ich, in den Westernpark, diese Figuren. Jedenfalls auf dieser Seite hier. Die sind so cool. Alleine, dass auch der eine eben auch bedruckte Arme und so hat. Also das finde ich schon richtig, richtig nice. Die sind schon richtig cool. Und dann haben wir aber nicht nur das, sondern auch diese zwei Herrschaften hier. Die sind, keine Ahnung, von diesen, wie heißen die? Hier haben wir einmal Islander, sehr klassisch. Islander. Und hier, da habe ich lang gesucht nach diesem Teil. Ich habe das nicht gefunden auf Bricklink und es liegt daran, dass das eigentlich gar kein Figurenteil ist. Also es wurde nie bei einer Figur verbaut und ich habe bei Bricklink nur bei den Figuren geschaut. Das ist auch ein Islander, aber mit einem Kopfschmuck von einer Statue, glaube ich, aus der Orient Expedition Serie von Johnny Thunder. Das Set oder das Teil gab es dann noch ein zweites Mal in einem anderen Set, wo das hier auch gelb ist mit ein bisschen bedruckt, glaube ich. Sieht das übrigens so aus. Aber mir gefällt das Teil wahnsinnig und das wird sich gut machen bei uns im Piratenpark, wo ja ein paar Islander auch umherschwirren. Sieht mega mäßig aus. Also die Figuren sind super. Wir haben auch ein paar Cowboys noch mitgesnackt aus Fort Legoredo und diversen neueren Serien. Die haben wir irgendwie komplett verpasst und auch die waren nie irgendwo dabei. Ja, und die sind richtig cool. Also das hat sich ausgezahlt. Auch die grüne Platte, damit man es draufstellen kann. Sehr, sehr cool. Das wahre Highlight kommt aber noch, liebe Freunde. Wir wollen euch aber noch ein bisschen auf die Folter spannen. Ihr kennt uns ja. Das ist auch wie bei RTL und so. Da kommt das Highlight auch immer erst zum Schluss. Wir haben auch, ich glaube, 9 Stück dieser Burbs hier bestellt, sowohl in alten als auch im neuen Grau. Die sind auch, zwar werden die zu wenig sein für unseren Berg, aber wir hoffen, dass sie die im Legoland bei der Öffnung wieder im Fabrikshop haben werden. Ich bin schon gespannt, ob mir jemals wer erklären kann, warum die Burbs heißen. Weil das ich weiß es, aber belehrt Rita ruhig, ich will nicht schulmeisterlich hier dastehen, belehrt Rita ruhig in den Kommentaren, es gibt ja auch noch Lurbs. Ist ein Burp nicht eigentlich ein Rülpser? Ich frage mich das mein ganzes Lego-Leben lang schon. Heißt es aber hier, glaube ich, nicht. Aber ihr könnt ja Rita in den Kommentaren schreiben, was das zu bedeuten hat. Dann haben wir wieder ein paar Geschenke bekommen und das ist immer total nett. Ja. Da freuen wir uns sehr, sehr wirklich. Also wir freuen uns sehr, sehr wirklich. Wir haben hier so ein Tipi-Zelt bekommen, so einen Stoff. So und cool. Das ist auch ein Teil, das wir leider nur aus Bildern kennen. Ist ziemlich massiv, das wird Lego wahrscheinlich heute gar nicht mehr so machen. Und passend dazu, er hat geschrieben, leider fehlen da, ein Teil fehlt und zwar ein zweites Mal dieser Mast hier, oder besser gesagt dieser Holzpfahl wahrscheinlich, der innen reinkommt und da werden diese Segel oder diese Zeltteile werden hier dann so aufgemacht. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Wie gesagt, da werden wir mal schauen, ob wir da noch einen zweiten organisieren können. Dann haben wir auch sehr passend immer für unsere Stadt ein kleines Polizeimotorrad. Ja. Und das darfst du herzeigen, Rita. Während ich schon mal das Highlight vorbereite, meine Lieben. Das Beste kommt wie immer zum Schluss. Da bin ich ja gespannt. Ich glaube, haben wir dieses Teil schon oder so ähnlich? Ach, ich bin mir nicht sicher. Der Sheriff
hat ein Fenster bekommen. Finde ich sehr, sehr Könnte cool. sein, dass wir das brauchen, ja. Können wir auf jeden Fall brauchen, denn wir haben ja unseren super Western-Bereich, wie du schon erzählt hast. Den werden wir hiermit definitiv erweitern. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Shell-Logo. Sondern vielleicht mit diesem Headquarters oder der Busstation. Ja. Auch ein Legoland, das werden wir sicher irgendwo beim Eingang platzieren und Autogarage. Das sind sehr, sehr nette alte Steine. Die gefallen mir, die erinnern mich irgendwie an meine Kindheit und hatte damals ein paar Lego-Sets, wo die noch dabei waren. Die Aufkleber sind zum Teil ja bei den Steinen schon in sehr schäbigem Zustand. Hier sind sie aber eigentlich noch ganz in Ordnung. Ja. So. Jetzt ist, wo fragt ihr euch jetzt, kommen da die 17 Kilo her? Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann, wie gesagt, nochmal telefonischen Kontakt gehabt mit dem werten Herrn und wir haben darüber geredet, was wir noch brauchen und wir haben, auch Rita hat bestätigt, wir brauchen noch ein paar Platten in Grau. Und ja, da hat der liebe Kurt gesagt, ja, er hätte noch welche, er muss mal schauen gehen, wie viele das noch sind. Und ich habe gesagt, ja, so viele es geht natürlich, weil wir brauchen für die U-Bahn und für diverse andere Projekte in der Stadt sowieso jede Menge Platten in hell und in dunkelgrau. Und er hat mir dann mal ein Foto geschickt, glaube ich, auf WhatsApp, wo das hier drin war. Also wieder noch ein Säckchen, nicht zu verachten, an hellgrauen Teilen. Dann sind das noch ein bisschen mehr geworden und wir haben dann insgesamt darüber geredet, dass das etwa 10 Kilo graue Platten sind und ich habe dann schon gesagt, naja, mein Lieber, das ist etwas viel, aber ja, ich habe dann gesagt, weißt du was, was soll das jetzt, diese Diskussion, ich weiß nicht, wie viele graue Platten wir noch brauchen werden und wir haben dann gesagt, ach komm, schick mal rüber, wir kaufen die jetzt. Jetzt haben wir, ich glaube, etwa 11 Kilo helle und dunkelgraue Platten gekauft und wissen jetzt aktuell gar nicht, wohin damit. Also nur damit ihr seht, sollen wir die irgendwie aufmachen oder was, oder zum Reinschauen. Irgendwie müssen wir da schon reinschauen. Also und nämlich wirklich erstklassiges Material. Ich meine, schaut euch das mal an. Ich sehe hier schon eine 8x16er Platte, auch diverses kleines Zeugs, also helles und dunkles oder grau und neues und altes. Also ich meine, wir haben jetzt 11 Kilo graue Platten und wir werden sicher noch viele bei der U-Bahn brauchen. Wie gesagt, hier, das ist noch zu, aber schauen wir auch mal rein. Hier haben wir noch gar nicht reingeschaut, nicht, dass uns der liebe Kurt über den Tisch gezogen hat. Und sind das Kieselsteine drin? Hat ja schon mal gegeben, sogar bei einem Bricklink-Händler, bei dem wir 2- oder 3-mal bestellt haben, aber der dann keine im großen Stil Sand an die Leute geschickt hat. Und dafür dann, glaube ich, seinen Shop dicht machen musste und ins Gefängnis. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich hat der Typ, der den Sand verschickt hat, einfach bei den ganzen Spielplätzen Sandkisten ausgegraben. Oh no. Ja, eine traurige Sache, wenn man dann Sand bekommt, obwohl man eigentlich Lego bestellt. Die Kinder, die spielen gehen wollten auf dem Spielplatz, haben sich dann geärgert und wahrscheinlich auch die Käufer, die teure Lego-Steine bestellt haben. Lustigerweise haben wir, ich glaube, eine Woche bevor das aufgekommen ist, bestellt bei dem Lieben, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, und haben sehr gute Ware bekommen. Die Teile sind übrigens fast alle im Zoo und im Einkaufszentrum. Vielleicht hat er sich gedacht, mit Rita und Christoph scherzen. Ganz genau, er wusste, dass wir Mega-Celebrities auf YouTube sind und dass das kein gutes Ding wäre für ihn, wenn er das machen würde. Ja, liebe Freunde, was machen wir jetzt mit diesen Platten hier? Also es ist unglaublich, ich glaube, niemand auf der Welt hat jemals so viele Platten in Grau gesehen. Ganz sicher. Und wir wissen jetzt natürlich, also Nummer 1, bei der U-Bahn kommt ja so eine Art Viadukt, so eine Art Tunnel hin, den möchte ich gerne oben auch noch platen. Da haben wir einiges zu tun, speziell in Hellgrau, deswegen ist es gut, dass viele hellgraue Teile dabei sind. Das ist eigentlich schon wieder zu wenig. Und für diverse andere Projekte, wo ich schon weiß, dass wir da Teile brauchen wir vor allen Dingen dunkelgraue Platten. Dass das so viel sind, wusste ich zum Zeitpunkt der Bestellung allerdings noch nicht. Also wird auf jeden Fall interessant werden, aber wir haben jetzt endlich, und das sind, liebe Freunde, auch wenn ihr vielleicht jetzt mit Rita sympathisiert, dass das alles Teile sind, die jetzt ich weiß auch gar nicht, wie ich das Video nennen soll, vielleicht irgendwie
leicht übertrieben 17 Kilo Platten bestellt oder keine Ahnung, irgendwas, das ihr natürlich auf das Video draufklickt. Aber ohne diese Platten hier könnten wir das Projekt Wild City nicht so umsetzen, wie wir gerne hätten. Und ich kann euch sagen, die Platten werden vielleicht nicht gleich, aber demnächst mal alle in Wild City eingebaut werden. Und dann wird auch Rita und ich werde euch garantieren, wenn sie dann mal das Lädchen, wo diese Platten drin sind, werden wir die Kamera zücken und das wird mindestens ein Short auf YouTube, wo wir sie dann belächeln und ja, auslachen, weil sie damals beim Haul so dumm getan hat, weil sie gesagt hat, was sollen das für Steine sein? Richtig. Aber wenn das ein Lädchen ist, dann fresse ich einen Besen. Also das ist wahrscheinlich ein ganzer Karton voll. Also das sind wie gesagt dunkelgraue Plates, hellgraue Plates, hellgraue Plates, hellgraue Plates, grüne Plates. Also ihr seht, genau das, was wir brauchen für Wild City. Christoph Danke fürs Einschalten. Ist glücklich, dann sind auch wir glücklich. Was soll man da noch sagen? Baut auch ihr was Schönes mit Plates, falls es noch welche gibt überhaupt in der Lego-Welt. Wenn ja, dann haltet sie fest, nicht, dass die auch noch wegkommen. Und ja, dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder in Wild City, wo alles planiert wird. Ja. Lacht mich ruhig aus, Rita. Ja. Wir werden die Teile brauchen und die werden uns sehr gute Dienste erweisen und nächstes Mal gibt es dann wieder ein, keine Ahnung was, Figurenfeuerwerk oder der Extraklasse. Heute mal nicht. Das sind jetzt, übrigens schaut mal hier, da sind sogar Geldscheine drin. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, sind die jetzt runtergefallen. Also auch solche Steine sogar, die mir sehr, sehr viel Freude bereiten. Danke an dich, lieber Kurt. Du verstehst das wenigstens, hoffentlich ein paar von euch auch. Und wenn wir dann mal beim Berg weiterbauen oder bei der U-Bahn, dann werden wir Danke sagen. Danke, Christoph. Und danke, lieber Kurt, dass ihr uns das hier ermöglicht habt. Und danke an euch, dass ihr eingeschaltet habt, denn ohne euch wären diese Videos hier nicht möglich. Und ich danke an dich, liebe Rita. Macht nichts. Ich trinke jetzt meinen Tee fertig und gehe ins Bett. Also danke dafür. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.